Jessie, deren Wanderschuhe auf den heruntergefallenen Blättern knisterten, genoss die Ruhe ihres regelmäßigen Waldspaziergangs. Sie blieb stehen, ihr Blick wurde von einem ungewöhnlichen Anblick angezogen: 5 kleine Erdhügel, die in einem Halbkreis angeordnet waren. Sie schienen merkwürdig fehl am Platz, als hätte jemand sie sorgfältig gebaut. Jessie wollte gerade weitergehen, als ein Geräusch ihre Aufmerksamkeit erregte. Es war ein leises, gedämpftes Wimmern, das von einem der Hügel kam. Ihr Herz machte einen Satz. Es war fast nicht wahrnehmbar, aber der Hügel bewegte sich, verschob und pulsierte leicht. Panik loderte in ihrer Brust auf. Was konnte unter dieser Erde sein, das diese Geräusche machte? Neugier kämpfte mit Angst, Jessie näherte sich vorsichtig dem Hügel. Das Wimmern wurde lauter, begleitet von einem leisen Kratzgeräusch. Zögerlich bürstete sie etwas von der lockeren Erde weg, ihre Finger zitterten leicht. Und dann sah sie es, einen kleinen, weißen Schwanz, der zuckte und verzweifelt gegen die Erde drückte. Es war ein Kätzchen, gefangen und eindeutig in Not. Ihre Angst wich einer Welle der Beschützerinstinkte. Jemand hatte es lebendig begraben. Der Gedanke schickte eine Welle von kaltem Grauen durch sie, aber sie wusste, dass sie es nicht dort zurücklassen konnte. Mit zitternden Händen grub sie in die weiche Erde, die winzigen, panischen Miauen trieben sie an. Schließlich grub sie das Kätzchen aus, einen zerbrechlichen, zitternden Ball aus weißem Fell. Es war so klein, kaum größer als ihre Hand, und seine winzigen Augen waren vor Angst glasig. Sie schöpfte es auf, drückte es an ihre Brust, sein weiches Fell wärmte ihre Handfläche. Sie eilte zurück zu ihrem Auto, ihr Herz hämmerte, und fuhr direkt zur örtlichen Tierklinik. Die Tierärztin, eine gutherzige Frau mit sanften Händen, untersuchte das Kätzchen, ihre Stirn runzelte sich besorgt. »Es ist ein Wunder, dass Sie ihn gefunden haben«, sagte sie mit ernster Stimme. Er war stark dehydriert und unterkühlt. Wären Sie nur ein paar Stunden später gekommen, wäre es zu spät gewesen. Jessie verspürte eine Welle der Erleichterung, ihr Herz war voller Dankbarkeit. Sie erfuhr, dass das Kätzchen zu früh geboren worden war und, von seiner Mutter verlassen, zum Sterben zurückgelassen worden war. Die Tierärztin, die ihn Schneeball nannte, versicherte ihr, dass er sich mit der richtigen Pflege erholen würde. In den nächsten Wochen besuchte Jessie Schneeball jeden Tag in der Klinik. Er war ein Kämpfer, er gewann langsam seine Kraft zurück, seine Augen waren jetzt hell und voller Leben. Die Tierärztin, beeindruckt von Jessies Hingabe, sagte ihr, dass sie ihn mit nach Hause nehmen könne, sobald er sich vollständig erholt habe. Als Schneeball nach Hause kam, verspürte Jessie ein tiefes Gefühl der Freude. Sie hatte ihn vor dem sicheren Tod gerettet und ihm eine zweite Chance im Leben gegeben. Er war eine ständige Quelle der Wärme und des Lachens, eine pelzige Erinnerung an ihren Mut und ihr Mitgefühl. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.